Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Steelrising. Wir haben uns heute hier versammelt, um mit den zwei Priestern und Julian Raymond zu sprechen und um dieses Dokument vom Tisch wegzugrabbeln. Durch das Gesetz und nur durch das Gesetz werden wir die Überreste der Feudalherrschaft und die Ungleichheit zwischen den Bürgern beseitigen. Zur Durchsetzung braucht das Gesetz jedoch die nötigen Schwere. Nur so kann es die barbarischen Vorurteile und die erniedrigenden Regeln verdrängen, die derzeit in unseren Kolonien vorherrschen. Eine einfache Aufzählung des Unrechts wird sie von dieser Notwendigkeit überzeugen. Sie müssen wissen, dass in Saint-Dominique jeder Dunkelhäutige, der es wagt, einen Weißen zu schlagen, sei es auch in Reaktion auf einen Schlag des Letzteren, mit äußerster Härte bestraft wird. Die Vorurteile sind derart ausgeprägt, dass der arme Mann getötet wird, ohne dass irgendein Kolonist sich über diese eklatante Ungerechtigkeit aufregt. Sie müssen auch wissen, dass ein Weißer, der meint, von einem Dunkelhäutigen beleidigt worden zu sein, diesen straflos misshandeln darf, ohne dass die Justizbehörden der Auseinandersetzung. Oh nein, ich will das lesen. Okay. Mm, mm, ja. Diesen straflos misshandeln darf, ohne dass die Justizbehörden der Auseinandersetzung irgendeine Beachtung schenken. Nur der Weiße hat Anspruch auf Wiedergutmachung. Monsieur, angesichts dieses Obskurantismus muss die Gerechtigkeit unbedingt ein Schwert tragen und es ist an uns, sie zu bewaffnen. Rassismus ist nicht gut. Überhaupt nicht. Unterstütze ich nicht. Ähm, Überrascht mich, dass es in dem Spiel gerade so ein Ding ist. Ähm, Dass generell Rassismus in Videospielen immer noch ein Thema ist, das gerne genutzt wird. Überrascht mich immer wieder. Äh, d- 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 ich überlege gerade, ob ich hier irgendwo den Brief von, ja, wahrscheinlich nicht. Nee, aber schöne Rede. Ich hoffe, sie hat was gebracht oder sie hätte etwas gebracht, wenn ihr nicht gerade die Hölle losgebrochen wäre durch Maschinen. Aber wir reden doch direkt einmal mit ihm. Monsieur Raymond, Dieses. Oh, hallo Mauszeiger. Und tschüss Mauszeiger. Die Société des Amis des Noir. what is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. Okay, ja. Es gibt eine Rassismus-Quest. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. Ja, natürlich, das ist immer der Unterschied. Ach,
You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later, when the king convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. Ja, das tut mir sehr leid, um ehrlich zu sein. Aber gerade haben wir ganz andere Probleme. Irgendwie wird jeder abgeschlachtet. Warum, Maus? Bist du schon wieder hier? Tschüss. That other world where you were held prisoner. Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself. Gehenna. The place the Lord sends those who worship the beast. But hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. It is said that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucanson's workshop, where the count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. I bid you farewell, Monseigneur. Wait just a moment, s'il vous plaît. You are one of Cagliostro's creatures, are you not? What do you mean? When did you awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe... Go on, Aegis. I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbot? I caught every word, mon ami. Ja, okay. Das interessiert mich aber auch. Also die ersten Erinnerungen der Aegis. Generell will ich will ja unbedingt in das Anwesen von... Ich habe ihn schon wieder vergessen, wie er heißt. Eugene. Genau, in das Anwesen von Eugene de Vaucanson, um das Geheimnis der Aegis zu lüften, weil es mich am meisten interessiert, wer ich bin, um ehrlich zu sein. Natürlich finde ich schrecklich, was hier alles passiert und will das auch aufhalten. Wahrscheinlich. Und ich wünschte, ich könnte den Kollegen von Julien Raymond finden, um seine Sache auch voranzutreiben, dass, wenn ich die Hölle in Paris befreit habe, also geregelt habe und zurückgeschlagen habe, ich wenigstens die Hölle für gegen Rassismus beenden kann. Aber ich bin in erster Linie will ich tatsächlich irgendwie wissen, Prioritäten, wo die Aegis herkommt. Mon père,
s'il vous plaît. I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. Okay, schade. In diesem Fall gehe ich wohl zurück zu meinem Gefährt und werde gucken, ob ich Monsieur Baileys finde. Damit ich die Notizen des Doktors vielleicht irgendwie übersetzen kann. Charaktere. Okay, es sind sehr viele Charaktere. Gut, keine Charaktere. Keine Charaktere. Keine Charaktere. Le Fayette, Généralement, avec Grégoire, Monsieur de la Fare, Comte de Marmorbo, John Sullivan, Bailey. Ah, Herr Bailey ist hier, okay. Dann will ich auf jeden Fall nach Luxemburg. Stimmt, das Theater ist ja, glaube ich, auch da, wo die überall drin sitzen. So, dann sind wir jetzt in Luxemburg. Robespierre. Stimmt, ja genau, ich erinnere mich an diese Treppe. Ja. Monsieur de la Fayette, you are safe and sound. Safe and sound indeed, but with a broken soul. I have just returned from Place Dauphine. I understand, monsieur. The Garde Nationale. I was too late. All these brave men, cut down in a single attack. Why was I not among them? Alas, I am condemned to outlive them, and to witness an even greater calamity. What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter. I've been waiting in vain for a message of the utmost importance. Can you tell me more about it? Ma foi, at this point, I don't really have a choice. You can speak freely. Have no fear. Before the king's attack, I sent a squad of horsemen on a very important assignment. They were to collect a precious cargo at Gros Caillou, not far from the Hôtel des Invalides. What sort of cargo? I'm sorry, Aegis, but I swore on my life to keep it a secret. All I can tell you is that it would give us a decisive advantage. But I haven't heard from my men. I'm worried that the exchange may have met with misfortune. It is paramount that I learn what happened and who has the cargo now. The future of the kingdom depends on it. Since it's so important, I will go there myself and attempt to solve this mystery. Okay. Das finde ich, um ehrlich zu sein, sehr verdächtig. Ich will wissen, was in dem Paket ist. Also... Und warum begibt er sich nicht selbst dorthin? Anscheinend, wenn das so ein Paket so wichtig ist. Natürlich, am klügsten ist es, die Aegis gehen zu lassen, weil ich anscheinend unsterblich bin. Hallo, Herr Lafayette, nochmal. Ich habe da so ein paar Fragen. Did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors? What are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. Ja, dann The geh doch exchange was selber. to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to les Invalides. Ja, ist dabei belassen. Richtig, ich bin so erbost, dass das Fass, dass ich die Einrichtung kaputt schlagen muss. Ja, wenn das doch so wichtig ist, dann geht das selber hin, verdammter Mist nochmal. Hallo, Robespierre, Anton de Lefusier. Wo ist Monsieur Baileys? Ja, wo ist Baileys? Ja, reden wir mal mit dem Comte de Mirabeau. Monsieur, Und belassen ist auch gleich dabei. Hallo, Robespierre. Ah, you're back. Do you bring me glad tidings? the abbot is safe and sound. He is at the Société des Amis des Noirs, with Monsieur Raymond and the Bishop of Nancy. Very well. Very well. May Providence allow them to reach us safely.
Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Okay, ja gut. Was ist denn mit den Were you Generalständen? present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Okay, Goodbye, Monsieur de Robespierre. das kannten wir, glaube ich, schon. Was ist denn mit dir, Anton Lavoisier? Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. Okay. That escalated quickly, aber ich habe da ein paar Fragen zu einigen nötigen How do you Schritten. intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories, but the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Sag mal, Herr Lafayette, ne? Was stimmt nicht mit dir? Ich misstraue dir so hart, das ist unfassbar. Erst das mysteriöse Paket und jetzt willst du halb Paris in die Luft jagen. Ich werde das Schießpulver sowas von bewässern. Das, glaube ich. Aber es wäre auch interessant zu sehen, was damit passiert. Nach Les Invalides, Rufzeichen. Ich habe viele Gründe, dahin zu gehen. Aber ich habe auch sehr viele Gründe, mich hier doch umzuschauen. Weil ja irgendwie der Monsieur Baileys auch hier sein sollte. Springgranate. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, gut. Ja, mal gucken, ob ich den Herrn Baileys finde. Dann schneide ich den noch in die Folge rein. Ja, die Zeit sollte noch da sein. 3 Stunden später. Ja, gut, okay. Ich habe keine Ahnung, wo Monsieur Baileys ist. Vielleicht finden wir ihn, vielleicht auch nicht. Er ist halt, keine Ahnung, ninja-artig verschwunden
und ist jetzt völlig unsichtbar und absolut komplett untergetaucht in der Stadt hier. Niemand weiß, wo er ist und ich bin leider nicht niemand und deswegen weiß ich nicht, wo er ist. Aber ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge, in der wir dann nach Les Invalides reisen, um hier das Hotel des Invalides befreien. Zu Vukansors Stadthaus gelangt. Okay, cool. Jetzt muss ich tatsächlich zu Vukansors Stadthaus und vielleicht komme ich dann durch diese Tür, durch die ich letztes Mal nicht durchkam. Oh mein Gott, ich hasse es, wenn Spiele sowas tun. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.